Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht hier lauter weiße Phalaenopsis-Orchideen und ihr wisst, seit einer Woche habe ich das Thema am Start, 6 Wochen lang Orchideen nicht gießen und wir gucken, was mit den Orchideen passiert. Jetzt war das so, wir sind 2 Wochen auf Kreta im Urlaub gewesen, in der Zeit wurden die Pflanzen nicht versorgt. Sie haben es auch völlig problemlos überstanden, weil erst 2-3 Tage später, nachdem wir zurückgekommen sind, habe ich mich um die Orchideen gekümmert. Beziehungsweise ich habe ja die Pflanzen erst dann versorgt, als ich das Video gemacht habe. Und dann dachte ich mir, 2 Wochen haben die schon ausgehalten, über 2 Wochen ohne Wasser. Wir gucken jetzt gleich hier bei diesen 2 Pflanzen einfach in diese Töpfe. Im Prinzip ist egal, welche Pflanzen ich jetzt nehmen würde, aber ich habe jetzt einfach mal geguckt, wo man das am besten erkennen kann, wo man am meisten Wurzeln hat, dass man das auch sieht. Ihr seht hier, es sind noch richtig grüne Wurzeln. Grüne Wurzeln bedeutet bei Phalaenopsis, dass dann auch ausreichend Wasser im Substrat ist. Man erkennt das auch, dass das Substrat deutlich dunkler ist. Und jetzt ist erst eine Woche vergangen. Wir waren damals 2 Wochen in Urlaub. Es war eine schöne Zeit. Auch Urlaub ist toll. Und die haben es problemlos ausgehalten. Ja, da waren die teilweise auch noch ausreichend feucht. Wir können auch bei dieser Pflanze einfach noch mal gucken. Man sieht hier nicht so viele Wurzeln, deswegen habe ich euch die andere einfach mal gezeigt. Aber auch diese Wurzeln, die man hier sieht, sind noch grün. Das heißt, die Feuchtigkeit reicht hier voll aus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum habe ich die in Übertöpfe gesetzt? Ganz einfach, je länger die trocken stehen oder je trockener die werden, umso eher hat man dann dieses Ungleichgewicht in diesem Topf. Und ich hatte sie in dieser schwarzen Schale. Das heißt, irgendwann fängt das an, oben schwerer zu werden und alles fällt um. Das wollte ich vermeiden, deswegen hatte ich mir hier diese Keramikübertöpfe organisiert. Die haben ein gutes Gewicht, da fällt nichts um. Doch zurück zu den 2 Wochen Urlaub, die richtig schön waren und die Pflanzen es problemlos ausgehalten haben. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, 6 Wochen ist eigentlich doof, nach einer Woche gleich die Pflanzen gießen, macht keinen Sinn, weil ist ja noch Feuchtigkeit drin, habt ihr selber gesehen. Ich verschiebe das Ganze jetzt noch um eine Woche. Das heißt, das Projekt heißt dann am Ende, vermutlich, vielleicht verschiebe ich es nochmal, das Projekt heißt dann am Ende, Orchideen 7 Wochen lang nicht gegossen. Ursprünglich sagte ich, das sind 12 Orchideen. Das hat auch der Titelsong vorgegeben, aber nachdem ich jetzt hier die Übertöpfe 12 Stück bestellt hatte, habe ich jetzt festgestellt, da sind nur 11 Orchideen. Also eine ist irgendwie abhanden gekommen, wo auch immer die hingekommen ist. Ich meinte eigentlich ziemlich sicher letztes Mal auch 12 Stück gezählt zu haben, aber ich habe gesagt, vielleicht sind es auch keine 12, weil ich bloß so Pi mal Daumen drüber geschaut hatte. Egal, es sind jetzt 11. Aber das macht nichts, das wird am Ergebnis auch nichts ändern. Denn es werden am Ende immer noch 2 Stück sein, die 7 Wochen lang aushalten müssen. Und nach den 7 Wochen, wenn die Pflanze immer noch einigermaßen okay ausschaut, also ich gehe davon aus, dass sie die Blüten verlieren wird, das ist wahrscheinlich ziemlich ohne Zweifel, dass sie das machen wird, werden wir auch sehen, wir gucken die Blätter an und wenn die Pflanze dann noch gut ausschaut, schauen wir nochmal, wie es nach 8 Wochen ausschaut. Schaut es nach 8 Wochen immer noch gut aus, also nach 2 Wochen, dann verlängern wir das Ganze vielleicht nochmal um eine Woche. Das soll jetzt nicht darum gehen, dass ich die Pflanze bis zum bitteren Ende austrocknen möchte, sondern das Ergebnis soll sein, dass wir am Ende sehen, wie verhält sich eine Pflanze, beziehungsweise wie lange kann diese Pflanze das aushalten, ohne dass sie gegossen wird. Ist ja auch sehr entscheidend, wenn man jetzt wirklich lange in Urlaub geht oder sei es, man wird krank und hat einen längeren Krankenhaus-Kuraufenthalt und niemand kann sich um die Pflanzen kümmern, dass man sich da einfach keine Sorgen macht. Und Sorgen hat man eh genug, von daher, je weniger Sorgen man hat, umso besser. Und man soll sich ja an den Orchideen erfreuen. So, jetzt ist das Update an und für sich fertig. Im nächsten Video geht es um das Thema Wandeen, eine Wanderorchidee. Ich habe eine Orchidee gehabt, die habe ich, meine ich, vor 2-3 Jahren gekauft. Und die ist jetzt am Blühen. Die seht ihr hier. Die gibt es im nächsten Video. Und hier stehen auch schon die Orchideen, damit ich das Video drehen kann. Hier ist diese Wanda, die kennt ihr schon. Die habe ich auch von Orchideenwichmann bekommen, genauso wie die weißen Orchideen hier. Die hat auch einen dicken, großen, bald blühenden Blütentrieb. Das heißt, auch über diese Wanda unterhalten wir uns im nächsten Video. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesen Orchideen, zu dem weißen Phalaenopsis
oder ihr auch schon Erfahrungswerte habt, schreibt es in die Kommentare. Dann stelle ich die mal wieder weg. Und wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, hier unten unter dieser Gruppe von Mandeen Orchideen, Phalaenopsis Orchideen, ist so ein Herz, da könnt ihr drauf drücken, das Projekt unterstützen. Ihr könnt die Kanalmitgliedschaft nutzen oder ihr geht auf orchideenhobby.de, da gibt es mittlerweile auch schon wieder einen neuen Artikel zum Thema Orchideen im Urlaub. Da könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben oder auch mehrere Kaffees mit oder ohne Zucker, wie ihr das wollt. Oder auch mit Milch, Cappuccino, Latte Macchiato. Alles hält einen wach für die nächsten Videos. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin und tschüss.